wann und wo sind Sie Fenster zu geboren? machen. Ich bin am 16. März 1935 in Neusiedl geboren. Ich bin ein X-Bett Neusiedl. Ich bin auch in Neusiedl geboren, da sind wir gegangen. Wo sind Sie aufgewachsen? Auch in Neusiedl. Wie war Ihre Kindheit? Ja, ich habe 4 Geschwister, also das waren 4 Geschwister. 2 Buben und 2 Mädchen. Die Schwester ist aber dann mit 25 Monaten gestorben. Und ja, wir haben ein Lebensmittelgeschäft gehabt. Das wir eigentlich sehr gut gekommen. Aber wir haben schon mithelfen müssen im elterlichen Betrieb. Wie groß war Ihre Familie? Also meine eigene Familie geht später. Ich habe 5 Söhne und die Schwiegermutter war bei uns. Also wir waren 8 Leute in der Familie. Wie war die Schulzeit? Die Schulzeit war in der Kriegszeit. In 1941 bin ich in die 1. Klasse gekommen, bis 1945. Ja, wir haben eigentlich nicht sehr viel gelernt. Es hat eigentlich nur ein Lesebuch gegeben, ein Rechenbuch, Religionsbuch. Die Hefte waren sehr schlecht. Wir haben mit Federstiel, mit Tinte noch geschrieben. Die 1. Klasse haben wir Kurrent noch gelernt, Kurrentschrift. Und ja, Farbstifte hat es fast gar kein gegeben, jedenfalls war es ein sehr schlechtes Holz. Wir haben nicht sehr viel gelernt, weil dann waren die Fliegerangriffe. Dann waren wir, wo jetzt der Helmreich ist, wo der Turm ist, Turmgasthaus, haben wir gesagt, waren oben. Die ganze Volksschulklassen waren gemeinsam, haben wir vielleicht eine Stunde gehabt. Dann waren die Luftangriffe, dann sind wir alle jetzt ausgelaufen. Also wir haben nicht sehr viel gelernt. Es hat uns gefällt bis zum Schluss von der Hauptschule, hat uns eigentlich sehr viel gefällt. Wir haben auch eine schlechte Lehrerin gehabt. Also naja, es war so, sie war eigentlich vom Beruf war keine Lehrerin. Unsere Sätze in der Volksschule waren, der Vogel fliegt, die Sonne scheint, die Sonne ist warm. Also das waren unsere ganzen Satzaussagen. Also es war keine gute Lehrerin. Und das hat uns gefällt bis zum Ende vom Schulbeginn, als Schulschluss hat uns das eigentlich gefällt. Und wie viele Kinder waren in einer Klasse? Also in der Volksschule kann ich mich gar nicht mehr erinnern, weil da waren wir Buben und Mädchen gemeinsam. Also da waren wir schon sehr viele. Ich kann es gar nicht sagen, da waren wir sicher 30, 40 waren wir sicher. In der Hauptschule waren wir dann nur mehr 24. Also die Sanitäranlagen waren fürchterlich. Also die Klo waren ja draußen im Hof, so ein Plumpsklo. Also wir sind in der Schule gar nicht aufs Klo gegangen, weil das war ja fürchterlich. Und ja, es hat keine Heizung gegeben, also es waren Kohlenöfen, das haben wir müssen selber bewerkstelligen. Selber zusammenräumen, hat es kein Schulbad gegeben. Also es war keine so eine gute Schulzeit wie jetzt. Da keine so schönen Klassen. Welche Unterrichtsfächer hatten Sie? Also in der Hauptschule haben wir dann Deutsch, Rechnen, Geschichte, Musik, Religion, Zeichnen, so haben wir noch gehabt, Naturgeschichte, Erdkunde, hat man zu der Zeit gesagt. Ja. Also nicht so ähnlich wie jetzt halt nicht. Kurzschrift haben wir auch gehabt, dann in der 3. Klasse haben wir dann Kurzschrift gehabt. Englisch haben wir auch nicht sehr viel gelernt, hauptsächlich nur Vokabeln. Die haben wir ja hundertweise haben wir die Vokabeln gelernt. Aber sprechen haben wir halt fast nicht können. Das heute ist, ich könnte sich verständigen, also wir haben uns nicht verständigen können. Wir haben mal gewusst, was das Vokabel bedeutet, aber das war eigentlich wir haben ja Klosterschwestern nur gehabt. Das sind bei uns von mir in der Hauptschule in der Klosterschwestern.
Und Religion war der Pfarrer oder der Herr Deschand. Also, da haben wir gepasst und haben wir in der Woche gehabt und haben wir dann angeguckt. Dann haben sie halt, ja, wir haben auch in der Hauptschule haben wir Exerzitien gehabt von St. Gabriel, waren dann welche da, so Missionare. Die Exerzitien haben, also 3 Tage oder was dauert, da haben wir nicht sprechen dürfen. Das wäre was für mich. War aber eher eine schöne Zeit trotz allem. Und in der Volksschule haben wir ja auf die Klassenbänke waren die Tintenfässer, da ist die Tinten immer noch abgefüllt worden mit Federstift, ist ja geschrieben worden. Und sehr schlechte Hefte waren, also wenn du da geschrieben hast, hast du immer die Futzeln vom Papierblatt auf der Federn drauf gehabt. Also, wir haben ja fast keine Schulhefte gehabt, das war ja da wirklich eine schlechte Zeit. Schultaschen war so eine Bugeltaschen mit links und rechts war Holz und so eine Kunstleder gezogen. Bücher haben wir dann eigentlich auch nicht jeder ein Buch gehabt, sondern wir haben dann gemeinsam, was weiß ich, zu dritt oder zu viert haben wir dann ein Buch gemeinsam gehabt, Englisch oder Deutsch oder Rechnen. Und das ist dann weitergegeben worden und du hast dann nächstes Jahr halt wieder Bücher gekriegt. Also, das war halt die Zeit. Wie viele Jahre sind Sie in die Schule gegangen und in welche? Also in die Volksschule, in die Hauptschule und dann war ich in der Handelsschule. 2 Jahre in der Handelsschule in Wien, war ich im Internat. Und nach dem Internat war ich dann beim Steuerberater. Und mit 18 Jahren war ich dann zu Hause im Lebensmittelgeschäft bei einer Tante, die hat Hans gehabt. Und ja, habe es eigentlich genossen, weil die Leute haben mich eigentlich alle sehr gern gehabt. Das war eine schöne Zeit. Und mir hat ja die ganze Geschichte für alle Leute kennt. Meine Tante war nicht verheiratet, die war eigentlich der Seelentröster. Der ist alles erzählt worden. Und bei uns ist noch aufs Buch einkauft worden. Einmal im Monat haben dann die Leute gezahlt, es hat ja viele arme Leute gegeben. Ich war da oben in der oberen Hauptstraße, haben wir halt meine Tante das Geschäft gehabt, da war der Soliterhof. Die waren überhaupt sehr arm, die Leute. Weil sie verkauft hast, 5 Decker Öl, 10 Decker Salz, 1/4 Kilo Zucker. Also in kleinen Mengen halt. Das war halt eine schwierige Zeit. Welchen Beruf haben Sie erlernt und waren Sie zufrieden damit? Ja, ich bin auf der Handelsschule, war ja eigentlich Kauffrau, kann man sagen. Und auch im Büro, beim Steuerbüro, da haben wir halt so Buchhaltungsarbeiten gehabt. Und ja, also mir hat es Spaß gemacht. Ich war sehr gerne im Geschäft. Wie verhielt sich die Jugend in Ihrer Zeit? Ja, die Jugend, wir haben Heimstunden gehabt, also wir sind viel spazieren gegangen, wir sind gemeinsam im Wald gegangen, also mit dem Bus sind wir rausgefahren, zu Fuß sind wir zu Hause gegangen, am See waren wir sehr oft. Ja, Heimstunden haben wir gehabt, da haben wir gemeinsam, also mein Scherberg gespielt, gesungen haben wir. Wir sind auch gemeinsam auf Bernstein gefahren, in die Jugendherberge. Ja, dann haben wir immer erzählt mit der katholischen Jugend. Also so gemeinsam viele Ausflüge. Wie haben Sie Ihre Freizeit verbracht? Naja, Freizeit hat es eigentlich nicht sehr viel gegeben, weil wir haben im Geschäft sehr viel zu tun gehabt. In der Kriegszeit hat es ja Marken gegeben. Also wir hat für Lebensmittel hat es Marken gegeben, für Schuhe, für Kleidung. Und wir müssen zu Hause helfen, da haben wir auf Zeitungspapier haben wir die Marken aufgelegt. Also da waren wir 11, 12 Jahre alt, haben wir schon helfen müssen. Und mit den Marken haben die Eltern dann wieder Lebensmittel gekriegt vom Großhändler. Und ja, also wir müssen auf meinen kleinen Bruder aufpassen.
Wir haben dann auch Mädchen immer im Haushalt gehabt, die haben müssen auch eine Jahre machen. Die BDM-Mädchen hat es dann auch gegeben, also mit 10 Jahren ist man zur BDM, zur das Bund Deutscher Mädchen. Bund Deutscher Mädchen. Wir sind aber nicht mehr dazugekommen, weil das war ein 45er. Im April war ja dann bei uns der Krieg beendet. Wir waren dann nur die Küken noch vorher. Da waren wir in der jetzigen Musikschule, da haben wir halt gesungen. Da haben wir auch so eine Lehrerin gehabt, die hat sich mit uns beschäftigt, hat mit uns bastelt. Und, ja. Aber die Freizeit haben wir meistens, die Freizeit haben wir als Kind auf der Gasse verbracht, mit Verstecken spielen und Nachrennen spielen. Und es hat ja, am Ball hat es vielleicht gegeben und dann ja, ein paar Steine hat man also Kinderl einlegen, haben sie da gesagt dazu. Und mit der Fersen haben sie so ein Loch gemacht und dann haben wir die Steine reingeschubst, das war ein Kinderl einlegen. Bei der Dreifaltigkeitssäule haben wir uns viel gespielt, Nachrennen gespielt und so. Aber es hat nicht viel. Ja, ins Kino, später sind wir dann ins Kino gegangen. Da hat es auch Schwierigkeiten gegeben, weil das war ja nicht groß, das Kino, das du müssen aufstellen und die Karten. Wenn du einen Klick gehabt hast, hast du Karten gekriegt. Bis 18 Jahre war es jugendfrei. Wir sind da, was du ja nicht gehen können heute. Und du schaust im Fernsehen die ganzen Werbungen, das war ja Jugendverbot gewesen. Zu der Zeit war es ja wirklich ganz streng noch. Ja, das war halt die Zeit. Wie alt waren Sie, als der Zweite Weltkrieg ausbrach? Da war ich 3 Jahre alt, 38 Jahre. Ich kann mich aber noch so im Dunkeln erinnern, wenn es war ist. Weil das hat sich auch da oben bei uns am Hauptplatz abgespielt. Und ich weiß, dass meine Eltern waren eigentlich sehr ängstlich und sehr bestürzt. Mein Vater war ein gebürtiger Ungarn. Er war dann eigentlich staatenlos. War auch Glück, dass er nicht eingekommen ist. Aber was wir nicht hören haben dürfen, haben sie Ungarisch gesprochen, dass wir ja nichts ausplaudern. Es war ja eine schreckliche Zeit, weil du hast ja nicht einmal gescheit Radio hören dürfen. Wir sind vom Ausland, wenn sie gewusst haben, bis im Krieg steht. Dann sind sie teilweise eingesperrt worden, manche sind sogar ermordet worden. Ich denke, dass sie die Ausländer gehört haben. Aber, ja. Wie waren die Lebensumstände während der Kriegszeit? Naja, also wir haben ja keine Not gelitten. Jetzt noch mehr, wenn wir ja im Land waren. Dann waren wir ja mit den Nachbarn und mit denen waren wir ja eigentlich sehr gut befreundet. Das waren Bauern. Du hast für die Bauern, das weiß ich, mein Vater hat dann Hosen gezüchtet und hast für die Bauern hast dann ein Heu gekriegt für den Winter und so. Also, das war eigentlich, das war eine schöne Nachbarschaftshilfe eigentlich immer. Also, man hat auch gemeinsam mit denen dann gespielt, man hat sich die dann eingeladen. Oder, ja, man hat sich viel in der Nachbarschaft auch bewegt. Haben Sie in Angst gelebt? Ja, in Angst. Mein Vater war sehr ängstlich und das hat sich irgendwie übertragen an die Kinder. Aber im Großen und Ganzen ist uns ja zu der Zeit eigentlich nicht schlecht gegangen. Hat jemand aus Ihrer Familie im Krieg gekämpft? Eigentlich nur, mein Vater war Zwillingsbruder in Ungarn. Der Zwillingsbruder, der war eingerückt. Und der ist im 45er, ist er verwundet rausgekommen und der ist dann gestorben. Aber so haben wir eigentlich niemanden gehabt. Im Ersten Weltkrieg, da war mein Onkel eingerückt, der ist aber auch rausgekommen. Also, wir haben eigentlich keinen Krieg verloren. Ja, von meinem Vater ist im Ersten Weltkrieg auch. Mein Vater war noch Geschwister. Und da ist auch ein Bruder mit 13 Jahren, ist der eigentlich noch, weiß man nicht genau, angeblich in Serbien ist der angekommen. Aber sonst von unserer Familie ist eigentlich
in der Krieg geblieben. Das wird sich jetzt überschneiden, gell? Ja, weil zwischendurch auch was anderes zu reden, aber es was ist da zu nähere Fragen. Von der Armut, wer hat denn das? Aber das ist auch schon mehr oder weniger gewesen. Waren sie sehr arm? Wir waren eigentlich nicht arm, nein. Wir waren eigentlich, nachdem wir Lebensmittelgeschäft gehabt haben, ist uns eigentlich nicht schlecht gegangen. Und wir haben auch schon ein Badezimmer gehabt und ein WC haben wir schon gehabt. Wir haben einen Onkel gehabt, der hat gebaut und ist aber dann mit 36 Jahren gestorben. Das hat dann meine Mutter übernommen. Und der hat jetzt schon ein Bad und ein WC hat er schon machen lassen. Und zu dieser Zeit hat er schon einen Auftrag gegeben, ja niemand sagen, weil dann war der Neid da, dass man schon ein Bad und ein WC gehabt hat. Und die anderen haben nur das Blumsklo gehabt. Also so gesehen, wir sind reich, kann man nicht sagen, aber es ist uns gut gegangen, verhältnismäßig gegen die anderen. Bei meiner Großmutter war noch das Blumsklo, das war noch bis 62 oder so, bis sie gebaut haben, war das noch der Fall. Da hast du halt den Schaffer, hast du halt einen Samstag in der Küche gewaschen, Kessel ist gekratzt worden. Und so hast du halt. Da hat man sich nicht jeden Tag frisch angezogen, weil da hast du noch müssen waschen mit der Bürste und mit der Rumpe. Der Kessel ist ja gekratzt worden. Also da hast du ganze Wochen bis mit dem gleichen bist du marschiert. Anschluss. Hätten Sie wieder Anschluss gestimmt? Ja, also wir hätten sicher nicht für den Anschluss gestimmt, wahrscheinlich. Unser Vater war eigentlich sehr christlich und katholisch. Also er war schon sehr gegen Hitler. Und war eigentlich hauptsächlich für den Frieden und auch in der Familie bei uns hat es eigentlich gar keinen Streit und nichts gegeben. Also wichtig war immer, dass man zusammenhält und auch mit den Nachbarn oder auch mit den ganzen Freunden, dass man sich gut versteht. Also es hat eigentlich keinen Streit und kein Neid gegeben. Wie sah das Leben nach dem Krieg aus? Naja, nach dem Krieg. Wir haben vor Amerika haben wir UNRWA-Pakete gekriegt, wir haben auch Verwandte in Amerika gehabt. Mein Großvater, die waren 10 Geschwister, davon ist der Älteste auf Amerika gegangen. Und da hat es einen Priester gegeben und der hat erfahren, dass in Österreich halt schlecht ist nach dem Krieg. Und die haben uns dann Backern geschickt. Schon hauptsächlich mit allen Kleidungen und so, aber wir haben uns sehr gefreut. Und so ist dann eigentlich wieder aufwärts gegangen. Und es hat ja dann auch Konservendosen gegeben oder Schokolade, das hat man ja vorher nicht gehabt unter dem Krieg. Süßigkeiten, das haben die auch mitgeschickt. Ich fällt aber nicht mehr ein, wer der Schokolade geheißen hat. Ich weiß, wie er ausgeschaut hat. Aber nachdem ich jetzt auch schon in einem gewissen Alter bin, fallen mir jetzt auch schon die meisten Worte dann nicht mehr ein. Was haben Sie aus der Kriegszeit gelernt? Naja, dass halt sehr wichtig wäre, dass die Völker oder schon in der eigenen Familie muss das schon mit dem Frieden anfangen. Weil wenn es in der eigenen Familie keinen Frieden gibt, dann gibt es ja in der Bevölkerung auch keinen. Und das Wichtigste war halt doch der Frieden. Für das. Also wir haben halt auch unter dem Krieg haben wir sehr viel gebetet. Wir haben einen Dächernlex gehabt. Nach einer jeden Messe haben wir eigentlich gebetet für den Frieden und für Kriegsende. Und ja, also wir haben eigentlich schon gehofft und vertraut, dass das sehr viel geholfen hat. Wie kommen Sie mit der heutigen Technologie zurecht?
Ja, leider bin ich da sehr rückständig. Ich habe kein Handy. Das Handy hat mein Mann. Und ja, also am Computer kenne ich mich eigentlich auch gar nicht aus. Mein Sohn hat zwar geglaubt, ich kann das in 2 Tagen. Ich war ja im Büro, war ja eigentlich ständig im Büro und im Geschäft. Wir haben ja einen Installationsbetrieb gehabt. Und da hat mir mein Sohn auch einen Computer gekauft zum Verrechnen, aber das habe ich eigentlich nicht erlernt, weil in 3 Tagen war mir das zu wenig. Ich müssen Kurse besuchen wahrscheinlich. Maschinenschreiben, also das habe ich eigentlich gern gemacht. Ich habe auch meine Rechnungen zu der Zeit noch mit Maschinenschreiben. Aber nachher haben die Angestellten halt dann mit dem Computer das gemacht. Tut mir leid, weil ich kenne mich wirklich selber nicht aus. Das ist halt ein Nachteil. Aber alles kann man halt nicht kennen. Und manches Mal ist es auch ganz gut, wenn man es nicht kann. Ja, dann muss man nicht alles machen. Einmal in der Woche da am Hauptplatz in dem alten Haus bin ich da in dem Bücherladen, Bücher verkaufen. Und das gehört für karitative Zwecke. Also, wir haben jetzt einen Transporter von Kindern gehabt. Mariengrauen ist ja niedergerissen worden und da haben wir einen Böden drunter geführt. Nur das wird immer sehr teuer, der Transport. Aber wir sind halt beschäftigt. Wir sind 20 Jahre sind wir auf die gefahren. Bei der Votivkirche haben wir Flohmärkte gehabt mit 1000 Bananenschäften. Mit Bücher, Schuhe, Kleidern, Skier. Also alles, was es gibt. Am Anfang haben wir sogar ein lässiger Salat mitgenommen. Und Kuchen haben wir gebacken am Anfang. Das sind burgenländische Krapferl. Also in 20 Jahren waren wir da bei der Votivkirche mit 35 Leuten waren wir da sicher beschäftigt. Also, die Zeit ist ausgefüllt, kann man sagen. Jetzt mit Enkelkinder, 8 Enkelkinder alle. Mein Sohn ist in Schweden, der ist Kunststofftechniker. Ja, da sind wir 60 Jahre verheiratet. Der kommt dann im Juli, 60-Jähriges. Das gibt es jetzt fast nicht mehr, jetzt bringen sie ja nicht einmal mehr 25 Jahre zusammen. Die meisten. Keiner geht ja nicht mehr. Das ist halt auch, im Laufe der Zeit hat sich das auch geändert. Ne? Weil früher hat das gar nicht deckt. Das hat halt geheißen, bis der Tod euch scheidet. Hast jetzt auch noch. Was da jetzt? Puppen gehen. Wir haben meistens mit Schachteln, wir haben uns selber was gemacht. Also aus einer Schachtel, das war sehr Wahnsinn gemacht. Oder wir sind auch gern zu der Schneiderin, vis-à-vis hat der Schneiderin gewohnt und die hat uns dann Fleckerln gegeben und wir haben uns halt dann selber Puppengabeln genäht. Also es war, man hat sich selber beschäftigen müssen und ein paar Ideen haben müssen. Aus nichts hat man was gemacht eigentlich zu der Zeit. Sie haben am Anfang gesagt, dass Sie am Anfang in der Volksschulzeit irgend so noch nicht Deutsch oder so gelernt haben, sondern so Koran oder so. Korinthschrift. Die Korinthschrift war. Jetzt sagt man Lateinschrift, glaube ich, zu haben. Oder? Wir haben dann Lateinschrift gesagt. Können Sie das noch schreiben? Ich kann es noch schreiben und lesen. Vielleicht schreiben Sie Ihnen was, dass Sie wissen, wie das ist, die Mädchen. Die hat da keine Ahnung. Da liegt nicht, glaube ich, ein Stück Breite. Irgendein Wort. Ob Sie das lesen können. Das war Susi. Susi. Das erste ist das. Nein. Das S war so, das große S. Ne? Das war so. Das hätte ich müssen weglassen. Also viel schwieriger als unsere Schrift. So ist richtig, das kriegt er weg. Vielleicht Schule. Schule.
Da schaut's, ha? Das war gar nicht so einfach, diese Schrift. Also ich kann mich erinnern, in der ersten Stunde haben wir ja mit dem I angefangen. Und wir haben ja im Kindergarten haben wir ja nichts geschrieben oder so. Und ich habe das Punkterl nicht draufgebracht auf dem I, weil das I war ja, also das war das I und das Punkterl habe ich nicht draufgebracht. Das kann ich mich erinnern. Im Kindergarten haben wir eigentlich dann gekriegt, jeden Tag einen Löffel Leber dran und ein Knäckebrot und ein Glas Milch. Das haben wir eigentlich jeden Tag gekriegt im Kindergarten. Wir haben Tante gesagt zu den Betreuerinnen, das war die Tante. Tante Anna haben wir gehabt. Und ich glaube, da hat es 2 Gruppen nur gegeben. Also wir waren da vielleicht 50 oder wie viel in einer Gruppe. Und ja. Da haben wir aber eigentlich auch fast kein Papier und fast keine Bleistifte gehabt. Es hat wohl so Bausteine gegeben oder so. Es hat schon so zum Stecken gegeben, so Holzklötze. Aber sonst, ja, gesungen haben wir viel. Und gespielt halt auch. Aber das darf man jetzt auch nicht mehr, ist die schwarze Köchin da. Das darf man jetzt auch nicht mehr so. Das hat sich auch geändert. Ja. Der Geburtstag gehabt hat, das war jetzt der 20. April, und das hat sich auch eingeprägt bei uns. Da sind wir dann marschiert, jedes Haus hat müssen mit Fahnen beflaggt sein. Die Geschäfte haben müssen von Hitler ein Foto haben. Wenn du das nicht gehabt hast, entweder bist du bestraft worden. Ja, aber es hat eigentlich in der Hitlerzeit bei uns die Frauenleichnamsumzüge gegeben. Also unser Dächern, der Letzte, hat sich da nicht reinreden lassen und vor dem dürften sie irgendwie Respekt gehabt haben. Also das hat es bei uns eigentlich gegeben. Heimstunden hat es auch gegeben in der Obernsakristei. Da haben wir einen Kaplan Liebentritt, der war dann unten in Andau. Der Herr Liebentritt. Der Liebentritt, den haben wir als Kaplan gehabt. Und der hat eigentlich so einen kleinen, der hat uns die Bücher verliehen. Und hat auch mit uns sehr viel gesungen. Also an einem Samstag haben wir Jugendstunden oder ja, so religiöse Stunden in der Obernsakristei gehabt. Haben Sie in Hitler in echt gesehen oder nur immer von ihm? Nein, nur gehört. Und ja, wir haben dann auch in der Volksschule, haben in der Woche, haben wir müssen in die Wochenschau gehen. Da war jetzt immer die Wochenschau, die ganzen Kriegsereignisse. Ich weiß immer, dass man da immer schlecht geworden ist. Das Kind, was dir für das weniger interessiert hat, du hast Angst gehabt, wenn da geschossen ist worden oder so. Aber das war einmal in der Woche, haben wir Wochenschau gehabt. Im Kino? Im Kino, ja, da ist die ganze Schule. Ich weiß nicht, war das verschieden oder wo wir nicht reingepasst haben, aber einmal in der Woche waren wir im Kino, in der Wochenschau. Also das war eigentlich auch. Das ging müssen. Ich weiß nicht mehr, dass ich jetzt rausgekommen bin und habe Kopf gehabt und habe mich dann hingelegt und habe geweint. Und das war ja für uns als 6-, 7-Jährige, war ja das sicher nicht ideal für uns.